Ja, hallo liebe Modellautofreunde. Willkommen wieder zu einem weiteren Video von mir. Heute stelle ich euch meinen 7er BMW vor, im Maßstab 1:43 von der Firma Paragon. Bleibt dran! Wie ihr sehen könnt, habe ich mir ein 7er BMW zugelegt, beziehungsweise es war ein Geburtstagsgeschenk von meiner Freundin, wo ich mich natürlich noch einmal herzlich dafür bedanke. Und zwar, ich finde diesen aktuellen 7er einfach gut gelungen, im Gegensatz zum Vorgänger. Ich bin ja zum Beispiel einer der Vertreter, der den 7er BMW mit der Serie E66 sehr schick findet. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, das Modell ist im Prinzip ein Griff ins Klo gewesen, um es böse zu formulieren. Ich finde es nicht so, vor allem, also wie gesagt, wegen dem Heck vor allem, finde ich, dass das E66er Modell ein sehr schönes war. Und hier haben wir den G12 7er und den gucken wir uns jetzt mal an. Verpackung, nicht spektakulär, ja, im Prinzip auch nichts. Hier sieht man nochmal die ganzen Datenblätter, allerdings nicht in deutscher Sprache, wie man sehen könnt. Oben sieht man noch das BMW-Emblem. Und unten im Prinzip, ja, Siegel, die Nummer, Made in China und natürlich Maßstab 1:43. Und es ist der BMW 750 Li. So, ich packe euch schnell mal aus für euch und wir sehen uns gleich wieder. So, zurück zum Modell. Ich mache nochmal die Plexiglas-Vitrine ab, beziehungsweise Acrylglas. Und wie ihr sehen könnt, hier ist das Modell ohne Verpackung und sieht schon sehr schick aus, finde ich. Schauen wir mal die Front an. Hier die großen, ja, immer größer werdenden BMW-Nieren, ja. Sieht aber trotzdem noch irgendwie schick aus. Viel Chrom auch unten, wie ihr sehen könnt. Paragon hat hier übrigens ein kleines Gimmick eingebaut, beziehungsweise das ist mein erstes Auto, wo im Prinzip der Kofferraum und die Motorhaube aufgehen. Ich zeige euch das mal kurz. So, war schwieriger als gedacht, vor allem, man möchte es ja nicht kaputt machen. Und hier, ihr könnt da sehen, den Motor. Und das ist ja schon was Besonderes eigentlich bei so kleinen Autos, also sprich bei den 1:43er Modellen, dass man dort überhaupt irgendwas öffnen kann. Und ich finde, für die Größe ist das durchaus ordentlich gelungen. Ja, könnt ihr sehen. So, mach das mal wieder zu. So, die Seite ist auch sehr elegant. Hier haben wir im Prinzip, das ist das Einzige, was mich jetzt nicht stört. Allerdings glaube ich, dass das designtechnische Gründe hat. Hier die lange Chromlinien, vor allem mit diesem dicken Element, sage ich mal. Wahrscheinlich sehe er dann irgendwie komisch aus, vielleicht etwas zu wuchtig, man weiß es nicht genau. Rolls-Royce macht ja auch zum Beispiel verschiedene Chromstreifen rein, oder damals bei Maybach war es so, dass der geteilt worden ist in zwei Farben, weil man sagte, dass das im Prinzip sonst nicht gut rüberkommen würde. Wer weiß. Es gibt ja auch Maybachs mit einfarbiger Lackierung. Aber gut, das soll hier nicht das Thema sein. Die Seite, wie gesagt, sieht BMW typisch aus. Kommen wir zum Heck. Was ich, wie gesagt, sehr schick finde. Ist echt gut gelungen. Auch von Paragon gut umgesetzt worden. Ich hole es nochmal nah ran. Kann man es nochmal lesen. X-Drive und 750 Li. Und die Auspuffendrohre, wobei die ja eigentlich darunter versteckt sind, beziehungsweise dahinter.
Das gefällt mir ja bei den modernen Autos nicht so gut. Und ich habe euch ja gesagt, den Kofferraum kann man auch noch öffnen. Deswegen werde ich jetzt mein Öffnungstool benutzen, in der Hoffnung, dass es hier nichts kaputt geht. So. Ging leichter als ich dachte. Und wir können hier reinschauen in den Kofferraum. Ist drin mit Hartplastik ausgekleidet. Ja. Gut, das ist natürlich eigentlich in einem 1:43 Auto sowieso ein Wunder, dass man den Kofferraum überhaupt öffnen kann. Ja, falls euch wundert, der Wagen steht recht locker hier drauf. Ich habe den abgeschraubt gehabt und noch nicht wieder richtig befestigt. Und kommen wir mal zur Beifahrerseite. Sieht im Prinzip genauso aus, nur dass hier der Tankdeckel noch dabei ist. Und schauen wir mal in den Innenraum. Zuvor möchte ich euch aber noch das Panoramafenster zeigen. Ja, schön groß. Und der Innenraum. Ja. Ist wirklich sehr realistisch. Und sehr filigran. Also das kann man sich stundenlang beziehungsweise sehr, sehr lange anschauen und entdeckt immer wieder neue Details. Ist schon gut gemacht worden. Hier das Fond. Man sieht sogar die kleinen Anschnallgurte. Ja. Der Türgriff ist mit dabei. Aber für 1:43 schon echt gut. Hier drin auch auf dem Fußraum kein Teppichboden. Ja, ist jetzt kann man hinweg sehen, würde ich sagen. Hm? Ist ein schönes Modell. Ist allerdings aus Resin. Also sprich, ist kein Metallmodell und ich bin eigentlich ein Sammler, der eigentlich bevorzugt Spritzguss-Zinkmodelle zu sammeln, beziehungsweise im Amerikanischen heißt es ja Diecast. Und ja, aber zum Anschauen ist es wirklich ein schönes Modell und man kann im Prinzip jetzt nichts groß falsch machen. Kommt einfach in meine Sammlung, weil mir der 7er einfach ganz gut gefällt. Schreibt mal eure Meinung dazu, wie ihr das seht. Seid ihr persönlich eher Diecast-Sammler, also Metallautos, oder bevorzugt ihr Resin? Oder macht ihr es so wie ich und sagt, wenn mal ein Auto kommt mit Resin-Verfahren, dann kauft ihr das trotzdem, wenn es schön ist. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, was ihr von diesem Modell hier haltet. Oder wenn ihr andere Fragen habt, dürft ihr das natürlich auch gerne reinschreiben. Gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert mich gerne und vergesst dabei nicht die Glocke zu drücken, denn so werdet ihr informiert über neue Videos von mir. Ja, und bleibt dem Kanal treu, verbreitet ihn gerne weiter, teilt die Videos und schaut doch mal in meinem Instagram-Kanal vorbei. Und ja, man sieht sich, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.